Es ist ein bisschen so, als wäre ich an dem Ort meiner Bilder gelandet. Der Sommer verabschiedet sich nur langsam hier oben auf der Pokluka-Ebene. Die Nächte werden länger, es wird wieder dunkler. Irgendwie zieht es mich ja immer an einsame Orte und jetzt sind wir hier in Slowenien. In dieser rustikalen, aber wunderschönen Hütte mitten im Triglav Nationalpark. Ohne Internet und ohne Handyempfang. Ohne Fernsehen und ohne Radio. 10 Kilometer vom nächsten Ort entfernt. In den Bergen. Eine Hütte wie aus einem Märchen. Jeden Abend heizen wir den Ofen ein. Genügend Holz ist im Schuppen hinterm Haus vorhanden. Es sind gemütliche Abende mit Büchern vorm Feuer. Und obwohl wir so abgelegen leben, die Nächte stockduster sind und wir nachts die Bären und Hirsche rufen hören, ist es eigentlich nicht gruselig. Eigentlich. Denn eines Nachts klopfte es plötzlich an unsere Tür. Das klingt jetzt fast wie ein Gruselmärchen, aber gestern Abend, hier wird es ja relativ schnell dunkel, wenn die Sonne hinter den hohen Tannen verschwindet, dann ist es hier gleich stockduster. Und wir sind ja hier sehr einsam im Wald. Und wir haben hier weder Internet noch Handyempfang noch Fernseher oder sonstiges. Und haben gestern nach dem Abendessen uns die Bücher runtergeholt und dachten uns, so, jetzt setzen wir uns ein bisschen gemütlich hier in die Ecke. Der Kamin war an und dachten uns, okay, dann lesen wir halt jetzt noch eine Runde, bevor wir dann ins Bett gehen. Und auf einmal klopft es an die Tür. Beim ersten Mal dachte ich noch, naja, vielleicht war das die alte Holztreppe, die hier irgendwie komisch geknarzt hat. Habe es nicht ganz für voll genommen. Der Hund hat auch nicht reagiert. Der lag auf der Bank und hat ganz tief und fest geschlafen. Und dann kam dasselbe Geräusch aber nochmal von Richtung Tür. Und der Uwe ist aufgestanden und hat an die Tür geschaut. Ich war immer noch überzeugt, die Treppe hat geknarzt, ein zweites Mal. Aber dann hat die Tür aufgeschlossen und dann hörte ich nur eine Frau sprechen auf Englisch. Ja, war ganz komisch. Also wie gesagt, stockduster da draußen und sie stand vor unserer Tür und hat gefragt, ob sie hier in unserem kleinen Garten übernachten kann, ihr Biwak aufschlagen kann, weil sie müde ist. Sie ist den Juliana Trail gelaufen und hatte sich, glaube ich, nachts so ein bisschen dann verlaufen oder kam zumindest nicht mehr an das Ziel, wo sie noch hin wollte. Kam hier an unserem Haus vorbei, hat das Licht gesehen, hat sich gedacht, sie klopft mal, ob sie hier vielleicht in unserem Garten ihr Biwak aufschlagen kann. Komische Situation erstmal. Nach ein bisschen hin und her haben wir sie dann aber sofort nach drinnen eingeladen. Das wäre uns auch ein bisschen komisch vorgekommen, wenn sie da hier hätte draußen auf der Wiese, hier war auch alles nass und kalt, hätte campieren müssen. Dann haben wir sie nach drinnen eingeladen, dass sie doch mit uns drinnen was essen soll. Und wir haben ja oben ein ganzes Zimmer frei, ob sie nicht vielleicht hier lieber in einem der Zimmer schlafen möchte. Naja, sie kam dann rein und ja, war ganz witzig. Anita aus Dänemark ist schon seit einigen Wochen unterwegs, angefangen in Mazedonien und Serbien läuft sie mit ihrem Rucksack durch die Gegend. Und ja, wir haben uns dann über den Abend verteilt gut kennengelernt und waren noch bis 12 Uhr nachts wach. Und heute Morgen haben wir noch zusammen gefrühstückt und dann hat sie ihren Weg fortgesetzt. War eine lustige Begegnung, so mitten in der Nacht. Ich hoffe nicht, dass jetzt jeden Abend jemand an der Tür klopft, dann wird es vielleicht irgendwann komisch, aber ich denke mal, das war schon die richtige Entscheidung, sie mit reinzuholen. Zumal wir heute Morgen aufgewacht sind und hier Pferde direkt vor unserem Zäunchen standen. Gestern Abend waren es ja die Kühe, heute Morgen waren es Pferde
es war total malerisch. Ja. Naja, und Anita erzählt uns dann noch ein bisschen vom Juliana Trail. Genau, und dann haben wir uns heute Morgen auch unsere Rucksäcke gepackt und sind hier mal losmarschiert und sind jetzt gerade eine Runde gelaufen. Es waren ungefähr 6 Kilometer, die wir jetzt gegangen sind, und ein Teil des Juliana Trails und wahnsinnig schöne Landschaft hier. Überall so total putzige alte Holzhäuschen. Jetzt sind wir hier, es ist mittags, und ich glaube, den Rest des Tages chillen wir hier einfach nur im Häuschen. Das ist wirklich Erholung pur hier. Echt. Und so hat ein Stöckchen. Und wir laufen jetzt ein Stück auf dem Juliana Trail. Der Juliana Trail ist ein 270 Kilometer langer Weitwanderweg durch die Julischen Alpen. Er hat 16 Etappen mit einer Durchschnittslänge von 18 Kilometern und einem Gesamthöhenunterschied von 10.000 Metern. Man sollte sich auf 15 bis 25 Kilometer pro Tag einstellen, wobei die einzelnen Etappen nicht zu anspruchsvoll sind. Die Menge macht es. Es ist unfassbar malerisch hier. Märchenhaft, zauberhaft. Hier haben die Klohäuschen noch kleine Herzchen in die Türen geschnitzt. Das nenne ich mal perfekte heile Welt. Unser Haus liegt an der 5. Etappe, welche gleichzeitig mit 21 Kilometern auch eine der längsten ist. 900 Höhenmeter müssen überwunden werden. Es geht steil bergauf. Wir gingen nur einen kleinen Teil davon. Ist okay, ich komme hier rüber. Keine Sorge. Es ist Sonntagabend, genau. Und heute ist es irgendwie wärmer. Mal schauen raus. Ist das nicht wunderschön? Mhm. Ja, heute kommt es mir irgendwie wärmer vor. Wir waren gerade auf unserer letzten Gassi-Runde. Und als wir wiederkamen, haben wir von weitem schon Kühe rufen hören, ziemlich laut rufen hören, und ein paar Kuhglocken durch den Wald wirbeln hören. Konnten es aber von unserem Garten aus nicht sehen, sind dann nochmal vorne an die Kreuzung gegangen. Und da liefen gerade die Kühe wieder seelenruhig, völlig alleine, quer durch den Wald und vor allem die Hauptstraße, also diese Serpentinenstraße hier runter, die Bergstraße. Und sind um die Ecke gelaufen. Es kamen dann noch 2 Fahrradfahrer angerast. Der eine schrie dann, weil er die Kuh offensichtlich hinter der Kurve nicht erwartet hatte. Und dann haben wir den Autofahrern, die da angerast kamen, immer nur Zeichen gegeben, dass sie langsamer fahren sollen, weil da gleich Kühe um die Ecke stehen. Riesige Kühe. Ja, sehr witzig. Na gut, also die Kuhherde rennt ja auch wieder rum.
Ich werde jetzt mal die ganzen Videosachen, Fotosachen, die ich heute aufgenommen habe, auf den Computer spielen. Und mein Handy freimachen und alles laden. Diese Schmatzgeräusche hier im Hintergrund sind der Hund, der gerade gefressen hat und sich jetzt putzt. Naja, und wir werden auch noch irgendwas essen und ja, einen gemütlichen Abend veranstalten. Mal gucken, ob wieder jemand an unsere Tür klopft. Bis dann. So, und jetzt wollte ich gerade eben rausgehen mit der Kamera. Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Alles schon schön eingestellt. Hab mir gerade meine Jacke angezogen. Und wer will damit rauskommen? Und steht schon vor der Tür. Schwanzwedelnd. Also gehe ich jetzt raus, versuche draußen zu fotografieren und nehme den Hund mit. So, mal gucken, was das wird. Sicherlich ein bisschen Chaos, aber schauen wir mal. Okay. Pause. Slowenien inspiriert mich auf so viele verschiedene Arten. Genauso wie die skandinavischen Länder. Ich mag die Ursprünglichkeit, die Natürlichkeit, die Retro-Designs und Muster, die Farbkombinationen. Ich könnte alles fotografieren, malen und festhalten. Und dann kam der Herbst. Die Jahreszeiten wechselten von einem Tag auf den anderen. Und ich bin mehr als bereit dafür. Ich freue mich auf gemütliche Abende drinnen. Wassertropfen am Fenster, Kerzen und Tee, Wollpullover und dicke Socken. Ich habe mich gerade nochmal entschlossen, nochmal in den Märchenwald zu gehen, nachdem ich vorhin eigentlich fotografieren wollte und von einem plötzlich auftretenden Gewitter überrascht wurde. Es fing an zu donnern und dann stark an zu regnen und ich dachte mir, na, gehe ich mal besser zurück nach Hause. So, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Naja, zumindest regnet es nicht mehr so stark. Und ich musste jetzt einfach nochmal raus in diesen Wald, weil dieser plötzliche Herbsteinbruch ist sowas von faszinierend. Und der Nebel hier und morgen verlassen wir dieses Häuschen und ich bin schon total traurig.
Naja, auf jeden Fall habe ich auch gar keine richtigen Schuhe dabei für dieses Wetter und für wilde Waldläufe. Deswegen habe ich jetzt Männerstiefel an und laufe mit Schuhgröße 44 oder sowas oder 45 in den Wald hinein. So, mal gucken, wie lange das gut geht. Nur um nochmal zu zeigen, wie sehr sich das Wetter plötzlich geändert hat. Vor ein paar Tagen war hier Hochsommer und jetzt sieht's aus wie tiefster November oder sowas. Es würde mich nicht wundern, wenn es gleich anfängt zu schneien. Das sieht so gemütlich aus. Ich weiß es ja. Es ist es ja auch. So klobig sehen die jetzt gar nicht aus an mir. Ich fühle mich, als würde ich wie Bigfoot durch den Wald stapfen. Das Ding an diesem Wald ist ja auch, dass er irgendwie gruselig ist. Also die ganze Zeit knackt irgendwas und man sieht irgendwas oder man glaubt es zu sehen zumindest. Wenn ich mir überlege, dass hier 700 Braunbären auf der Fläche wohnen. Ja, schon gruselig irgendwie, aber irgendwie toll. Und jetzt fängt es gerade wieder an zu schütten. Irgendwas sagt mir, ich sollte das Ganze vielleicht abbrechen. Einfach nur reingehen, mich vor den Kamin setzen und diesen Wald sein lassen. Aber vielleicht schieße ich auch noch so 2, 3 Fotos und gehe dann erst rein. Definitiv raschelt irgendwas hinter mir. Also gut, ich glaube, ich bin nass genug. Das war's. Ich sag dem Wald auf Wiedersehen und setze mich drin vor den Kamin, falls ich mit den klobigen Schuhen reinkomme, ohne hier irgendwie in so eine Pfütze zu fliegen. Aber die Kamera ist auch schon ganz nass. So schön hier. Wenn man es nicht lassen kann und doch noch ein paar Meter geht. Ich habe heute tagsüber bei der Wanderung schon ganz tolle Fußspuren entdeckt. Unter anderem also definitiv von einem Waschbären, von Kühen, Pferden und eventuell einem Wolf. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, muss ich nachher nochmal nachschlagen. Aber mal gucken, was ich jetzt noch so finde. Das ist echt interessant. Okay, das hier waren alles Kühe. Das waren die Kühe, die neulich plötzlich an unserem Haus vorbeigelaufen sind. Ja, das sind alles Kühe. Blöderweise ist jetzt hier alles wirklich super nass. Oh Mann, aber es ist unfassbar schön. Der Hund sitzt drin und wundert sich wahrscheinlich, wo ich bleibe. Der wäre wahrscheinlich gerne mitgekommen. Aber das hat neulich nachts schon so gut funktioniert, wo ich ihn mit zu meiner Sternenfotografie-Session mit nach draußen genommen habe. Was einerseits zwar schon ganz gut war, weil es war stockduster und ich habe mich schon ein bisschen sicherer gefühlt mit dem Hund an meiner Seite. Allerdings, wenn der plötzlich in irgendeine Richtung starrt und in den Wald guckt, dann springt man halt auch irgendwie. Vor allem, wenn man auch irgendwas gehört hat. Naja, aber auf der anderen Seite ist es eben auch schwierig, gerade wenn man mit Stativ unterwegs ist. Ach, ich bin patschnass. Mit dem Stativ unterwegs ist und sich die Hundeleine die ganze Zeit um das Stativ wickelt. Ist schwierig bei einer Langzeitbelichtung. Naja, wow. Okay, hat sich gelohnt. Ich drehe um, gehe wieder rein. Fertig. Fertig. Ich verspreche es. Ich gehe rein. Ich wurde schmerzlichst vermisst. Ja. Hi, Katzi.
Gotzi. Hi Gotzi. Guck. Da ist er. So, jetzt ist er beruhigt. Er ist beruhigt und ich bin klatschnass. Oh je. Guck. Grüß dich. Was macht die da? Ich bin auf Bärenjagd. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, unterstützt mich gerne, indem ihr meine Bilder kauft oder mir über Ko-fi einen Kaffee ausgebt. Gonzo ist auch immer dankbar für Leckerlis. Die Links findet ihr unter dem Video. Macht es gut und macht es euch gemütlich. Bis zum November. Wundert mich, dass der Hund noch nicht neben mir steht. Gonzo, ich hab Gurke. Ach, da ist er. Schön. Ich stand gerade noch im Wald. Wir haben hier Weitwinkel-Fischaugenobjektiv eingestellt, ja? Haben wir? Das ist richtig? Ja, haben wir. Soll das so sein? Ist das Nicht so verdutzt in die Kamera, du hast aufgenommen. Aber das ist doch der normale Modus, oder nicht? So, Ganze. Mädchen? Putte? Fertig. Gib laut. Gib laut. Gib laut. Gib laut. Auf. Auf. Und hier haben wir das mit Abstand, jetzt wollte ich schon sagen schönste Bad, aber eigentlich meinte ich das Bad mit dem mit Abstand schönsten Ausblick, den es nur geben kann. Also wirklich, dieser Ausblick ist der absolute Wahnsinn. Gib laut. Das ist nicht die Treppe, das sind unsere Gelenke. Die so knarzen. Gib laut. Wir parken jetzt mal das Auto um, damit im Falle, dass es weiter regnet, was wir ja nicht wissen, weil wir kein Internet haben, im Falle, dass es weiter regnet Zeug. und diese Pfütze vor unserem Gatter, pass schon auf, die Pfütze vom Gatter vielleicht noch tiefer wird. Gonzo, nein, bleib drin. Drin bleiben. Du kannst gucken, aber nicht weiter. Stopp! Ach, das ist so witzig mit den Schuhen. Oh, Bigfoot. Gib laut. Gut, los. Bettybett. Also, Bettybett. Bettybett. Komm, Bettybett. Komm, Bettybett. Komm. Wir gehen alle hoch ins Bettybett. Komm. Komm mit. Hallo? Wo ist mein Empfangskomitee? Ja, schön. Ich kann gar nicht mal wieder rein. Achso, na dann mach ich jetzt das Fenster zu. Tschüss.